Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es darum, wie wir die Autobatterie austauschen können bzw. ein Upgrade durchführen können von einer EFB auf eine AGM-Batterie. Und falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, wie ihr alle wisst, unser Auto, der Focus 4er, hat das ein oder andere Problemchen mit der Batterie. Falls euch solche Bilder wie jetzt eingeblendet nicht unbekannt sind, also dass ihr reinkommt und direkt eine Info erscheint, dass die Batterie relativ leer ist oder ihr sogar auf dem Handy Benachrichtigungen bekommt, dass der Energiesparmodus des Autos aktiviert worden ist, dann seid ihr jetzt genau hier richtig. Eins vorweg, es gibt Stand heute und aus meiner Erfahrung keine allgemeingültige Lösung für dieses Problem. Ich hatte euch schon mal ein paar Videos gemacht, was ihr tun konntet. Die verlinke ich hier oben in dieser Infokarte. Da gibt es diverse Ansätze, die man verfolgen kann. Mit der Forsken-Software ein bisschen was feintunen. Ihr müsst schauen, dass eure Module, die im Auto verbauten Module, up-to-date sind. Es gab da mal ganz am Anfang ein Modul, also dieses Telematik-Modul, welches nicht richtig heruntergefahren worden ist und ja, die Autobatterie komplett leer gesaugt hat. Das wurde nachher mit einem OTA-Update behoben. Die Infos, welche Firmware es betrifft, findet ihr auf meiner Internetseite. Dort habe ich halt alles schön aufgelistet und wie gesagt, ich verlinke es immer unten in der Videobeschreibung. Aber in diesem Video geht es jetzt darum, wie wir jetzt die Batterie austauschen können, also wechseln können, und wir machen auch ein Upgrade der Batterie. Wir wechseln nämlich von einer EFB-Batterie auf eine AGM-Batterie. Und hier möchte ich mich auch nochmals bedanken bei dem Hersteller der Batterie, der mir diese zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung, welche ich da genommen habe. Die AGM-Batterie ist ein bisschen größer als die Originale. Die Originale hat nämlich Maße von 278 x 175 x 175 und die AGM-Batterie, die ich jetzt einbauen werde, oder auch alle anderen AGM-Batterien, die haben die gleichen Maße, nämlich 278, 175 auf 190. Die ist also minimal größer, aber keine Sorge, sie passt dennoch wunderbar rein. Ihr habt da absolut gar keine Probleme damit. Gut, also fangen wir mal an, indem wir zuerst mal die Batterie nämlich ausbauen. Und das Ausbauen ist, naja, ein bisschen trickier als bei meinem alten MK1. Als allererstes machen wir zuerst mal die Verdeckung des Pluspols ab. Danach schrauben wir Plus- und Minuspol ab. Und hier in der Mitte ist noch eine Schraube, die müsst ihr abmachen. Habt ihr die dann abgemacht, dann, ja, könnt ihr auf jeden Fall schon mal die Halterung zur Seite machen. Auf der anderen Seite ist ebenfalls nochmal eine Schraube, mit dem diese Halterung, diese Batteriehalterung befestigt ist. Die müsst ihr also losmachen. Zu guter Letzt, diese Schraube hier auf dem Pluspol, die macht ihr ab und dann könnt ihr das schön zur Seite drehen und habt dann kompletten Zugriff auf die Batterie. Wenn ihr jetzt dachtet, ich kann die Batterie jetzt einfach rausnehmen, nein, leider nicht. Man muss leider den Luftfilterkasten hier abbauen. Also Stecker ab und ja, die Manschette muss leider auch ab, damit man da wirklich schön das Ganze zur Seite machen kann und wirklich da an den Kasten drankommt. Denn es reicht leider nicht aus, nur diesen Deckel hier abzumachen, sondern wir müssen tatsächlich diesen kompletten Kasten, also die Unterseite, hier auch abmachen. Das ist gar kein Thema. Dieser Kasten ist unten einfach mit 3 kleinen Füßchen reingeklickt. Damit er aber abgeht, müssen wir hier vorne noch diesen Schlauch abmachen. Der hat links und rechts so 2 kleine Flügeln. Die muss man wirklich nur leicht reindrücken. Und habt ihr das gemacht, dann geht der Schlauch auch ab. Und man kann diesen kompletten Kasten rausnehmen. Und erst jetzt, nachdem man diesen kompletten Kasten rausgenommen hat, haben wir dann tatsächlich Zugriff auf die Batterie, indem wir sie nach vorne einfach rausziehen. Und dann können wir auch schon die neue Batterie nämlich einfach wieder reinschieben und dann in umgekehrter Reihenfolge nochmal prinzipiell alles anschließen. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, damit ihr einfach nur seht, wie das Ganze denn ja durchgeführt wird. Aber im Prinzip nochmal in umgekehrter Reihenfolge das Ganze zusammenbauen, Luftfilter rein, dann nochmal den Deckel drauf. Ja, den Stecker nicht vergessen, die Manschette hier nochmal schön festziehen und hat man den Kasten dann fest, dann noch die ganzen Schrauben wieder festmachen, also die Befestigung der Batterie, dann den Plus- und Minuspol nochmal dran machen und dann zu guter Letzt nochmal ja, die Abdeckung des Pluspols und schon sind wir prinzipiell fertig. Das war der erste Schritt.
zum Tauschen der Batterie. Also wie ihr seht, nicht so super einfach zu machen. Man braucht schon 5 Minuten und nicht nur plus minus Pol ab und neue Batterie rein. Das war beim alten Focus deutlich einfacher. Hier ist es natürlich auch machbar, aber mit ein bisschen Schraubarbeit verbunden. Und nachdem wir jetzt die Batterie getauscht haben, müssen wir noch 2 Sachen machen. Wir müssen nämlich mit der Forscan-Software dem Auto mitteilen, es ist jetzt keine EFB-Batterie drin, sondern eine AGM-Batterie drin. Und wir müssen natürlich dem BMS-Sensor dann sagen, hey, bitte lerne jetzt nochmal neu, da ist eine neue Batterie drin. Also, wir fangen an und verbinden uns mit der Forscan-Software und dem Auto. Wie die Forscan-Software funktioniert, habe ich euch ja in vielen Videos schon mal gezeigt und im allerersten Video auch gezeigt, wie man das Ganze denn macht. Wir gehen auf das BCM-Modul, verbinden uns mit dem BCM-Modul, suchen nach Batterie und sehen hier dann AGM. Wir wechseln das, drücken auf Write, er schreibt die Wert auf das Auto und schon ist die Änderung durchgeführt. Wie ihr seht, wir haben da auch noch 2 Punkte, wo der Wert nicht festgelegt ist, bedeutet aber nur, dass Forscan hierfür keine Werte hat. Wir schauen uns aber dennoch mal an, was da hinterlegt ist. Und dafür gehen wir hier in dieses Menü rein, wählen dann das BCM-Modul aus. Ich habe mir schon die entsprechenden Werte hier anzeigen lassen und wie wir sehen, hinterlegt ist eine 70 Ampere Batterie. Also so, wie es eigentlich auch sein soll. Die Kapazität der Batterie hat sich nicht geändert, die bleibt weiterhin bei 70 Ampere. Bedeutet, auch wenn dort im Prinzip ein Wert hinterlegt ist, der für Forscan unbekannt ist, deshalb schreibt er da ja auch unspecific, haben wir jetzt aus dem Modul herausgelesen, dass er weiß, oder das Auto weiß, dass es sich um eine 70 Ampere Batterie handelt. Somit alles gut. Nachdem wir jetzt das Ganze durchgeführt haben, müssen wir noch, wie erwähnt, dem BMS mitteilen, hey, resette dich mal, da ist eine neue Batterie drin und deshalb starten wir hier die Serviceprozedur BMS Reset und nachdem das erfolgreich durchgeführt worden ist, weiß auch jetzt nun das Auto, es gibt eine AGM-Batterie, es gab ein Reset und jetzt lernt das Auto nochmal alles neu. Den BMS Reset muss man nicht zwingend über Forscan machen. Dafür habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich euch auch hier oben in dieser Infokarte. Das kann man also auch manuell machen. Mit Forscan ist natürlich deutlich einfacher und bequemer. Und ja, was hat das Ganze jetzt tatsächlich gebracht? Ich habe das Ganze vor 4, 5, 6 Wochen durchgeführt. Seitdem ein paar Tests gefahren. Was ich sagen kann, ist Folgendes. Es ist besser geworden. Ja. Dennoch ist natürlich diese AGM-Lösung jetzt nichts, was euch alle Probleme des Autos irgendwie abschafft. Das ist es nicht. Wie ich schon erwähnt habe am Anfang, es gibt viele Lösungsansätze. Immer so ein bisschen tastet man sich da dran. Neben der Erhöhung der Ladekapazität über Forscan, über die neue Firmware vom Modul, bis hin jetzt zu einer anderen Batterie und. Gibt es da viele Lösungsansätze. Habe ich ja alles auf meiner Homepage für euch zusammengefasst. Und ich muss jetzt sagen, nach 4 bis 6 Wochen mit der AGM-Batterie ist Folgendes. Im Auto kommt oder über das Auto kommt deutlich seltener der Hinweis auf das Handy, dass der Energiesparmodus aktiv ist. Bisher eigentlich gar nicht, obwohl das Auto zum Teil 4, 5, 6, 7 Tage gestanden hat. Diesen Hinweis habe ich seit dem Umbau nicht mehr bekommen. Nachdem das Auto, wie jetzt auch, circa eine Woche mal gestanden hat, sinkt natürlich die Ladung der Batterie, wie ihr auch gesehen habt, über Forscan, die ist jetzt runtergegangen. Wenn man also einsteigt, kommt dennoch im Display dieser Hinweis, dass die Kapazität oder die Ladung gering ist. Dennoch ist es so, dass es deutlich länger dauert, bis dieser Hinweis kommt. Also, obwohl die Kapazität der Batterie die gleiche ist, gab es definitiv eine Verbesserung. Dennoch, wie schon erwähnt, ist das nicht für jeden die ultimative Lösung. Start-Stopp funktioniert mit AGM auch deutlich besser. Ich habe das extra mal jetzt die letzten Wochen eingeschaltet gehabt. Normalerweise habe ich es ja ausgeschaltet, aber ich habe es eingeschaltet gehabt. Und da hat es deutlich öfter funktioniert und deutlich schneller. Klar, wenn das Auto lange steht, braucht natürlich die Batterie, bis sie wieder geladen ist, einen gewissen Pegel erreicht hat, damit Start-Stopp dann auch wirklich sinnvoll funktioniert. Aber es hat deutlich schneller gegriffen und deutlich öfter als mit der alten Batterie. Also, falls das etwas für euch ist, ich verlinke euch, wie schon erwähnt, alles in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Gut, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!